Klangt nochmal jeder an seinen Geldbeutel, weil in dem Video geht es nämlich um eure Kohle. Wenn wir 4 Bikes zwischen 2.500 und über 8.000 Euro stehen und wir schauen uns nicht nur an, was man für sein Geld bekommt, sondern klären auch die Frage, wie viel Mountainbike man wirklich braucht, wenn man ernsthafte Singletrails in seine Touren einbauen will. Krass sind Bikes teuer geworden. Wer hat das nicht schon mal gedacht? Wir haben das aktuelle Canyon Neuron CF9 von 2024 mit seinem 5 Jahre alten Vorgänger von 2019 verglichen. Und wenn man für die aktuelle Version 3.999 Euro hinblättern muss, war das 5 Jahre alte Bike mit einem ähnlichen Ausstattungsniveau und einem ähnlichen Gewicht für 2.799 Euro damals ja ein echtes Schnäppchen. Die technische Entwicklung ist in diesen 5 Jahren natürlich nicht stehen geblieben. Und unser Praxistest vom Canyon Neuron CF9 zeigt, dass das aktuelle Modell deutlich besser fährt als sein Vorfahre. Aber ein Preisunterschied von 43% ist natürlich auch heftig. Die Erkenntnis ist natürlich nett zu haben, hilft einem aber nichts, wenn man sich jetzt ein Rad kaufen will. Deshalb haben wir 4 aktuelle Modelle von 2024 genommen und miteinander verglichen. Zwischen diesen Rädern liegt ein sagenhafter Preisunterschied von 6.000 Euro. Und die große Frage ist, was ist wirklich nötig, um Spaß zu haben im ernsthaften Gelände und wo driftet man in den Bereich des Luxus ab? Das untere Ende in diesem Preisvergleich stellt das Orbea Laufi dar. Das ist ein Trail-Hardtail mit einem schick gemachten Alurahmen. Der Rahmen hat sogar ein Staufach im Unterrohr, ist gut verarbeitet und hat alle aktuellen Standards. Man kommt damit die technischen Trails nicht nur runter, sondern kann bei angepasster Fahrweise auch wirklich Spaß haben. Reißt man den Gashahn aber voll auf, riskiert man mit dem starren Heck hinten einen Kontrollverlust auf dem Bike. Und das Ganze, obwohl das Fahrrad wirklich abfahrtslastig ausgestattet ist. Es hat vernünftige Schlappen, hat 140 mm Federweg an der Gabel und eine 4-Kolben-Bremsanlage. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass das Orbea Laufi mit 13,75 Kilo ohne Pedale das leichteste Bike im Testfeld hier ist. Selbst der Nobel Hobel hier hinter mir für über 8.000 Euro wiegt 200 Gramm mehr. Und damit ist das Orbea Laufi als günstigstes Bike im Testfeld der König in der Bergwertung. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen sollte, wenn man seine Touren hauptsächlich aus eigener Körperkraft bestreiten will. Der Gegenspieler zum günstigsten Bike ist das neue Lightwell 303 in der Limited-Ausstattung. Beim Preis von über 8.000 Euro reißt es ein deutlich größeres Loch in den Geldbeutel als das Orbea Laufi. Mit der elektronischen SRAM AXS-Schaltung, der integrierten Teleskopstütze und dem goldfunkelnden Fahrwerk versteckt es seine Reize vor technikaffinen Bikern nicht. Der Vorteil aus der Kombination aus geringem Gewicht und viel Federweg liegt auf der Hand. Man spart bergauf einfach Körner und kann so bergab mehr Gas geben. Oder schafft am Ende des Tages vielleicht sogar einen Trail mehr als mit einem schweren Bike. Bergab, keine Frage. Da spielt das 303 in einer anderen Liga wie das Trail Hardtail. Es gleitet smooth zu Tal. Das Fahrwerk kennt kein Limit. Das Handling des Bikes gelingt auch bei höherem Tempo intuitiv. Das Lightwell 303 trifft die Erwartungshaltung, die der Preis in den Raum stellt. Es funktioniert auf dem Trail wirklich erstklassig. Wer über 8.000 Euro für ein Bike ausgeben will, dem kann ich nur sagen, go for it. So High-End-Bikes wie das Lightwell 303 sind das Sahnehäubchen für Mountainbiker, die die Stunden auf den Trails wirklich genießen wollen. Aber die wenigsten haben so viel Budget übrig. Das Canyon Spektral hier kostet laut Liste 4.999 Euro und ist damit deutlich günstiger. Wie das Lightwell hat auch dieses Bike 160 mm Federweg an der Gabel. Der schicke Carbonrahmen und eine elektrische SRAM Eagle Transmission Schaltung signalisieren schon, dass man auch hier noch im Bereich des Luxus unterwegs ist. Das innovative KISS-System zur Lenkungsstabilisierung lässt das Herz von Technikfreaks höher schlagen. Und mit der abfahrtslastigen Ausstattung, die das Bike hat, mit Stahlfederdämpfer und großen Bremsscheiben und einer aggressiven Geometrie, muss man ehrlich sein. Bergab fährt es bei hohem Tempo sogar einen Ticken sicherer als das Lightwell 303. Das Canyon Spektral für 5.000 Euro zeigt, dass man hier nicht nur aktuelle Standards bekommt, sondern innovative Technik. Aber es zeigt auch, dass man sich in der Preisklasse in der Ausrichtung von einem Bike immer noch entscheiden muss. Entweder man will ein Bügelbrett wie das Canyon Spektral, das bergab wirklich keine Wünsche offen lässt, oder man will ein leichtes, tourentaugliches Bike, wie zum Beispiel das Orbea Occam SL. Das niedrigere Gewicht von Bikes in dieser Preisklasse kommt aber dann vor allem durch schmächtigere Fahrwerke oder leichtere Reifen zustande. Beides zwingt einen bergab zu Kompromissen. Die eierlegende Wollmilchsau, die niedriges Gewicht und erstklassige Abfahrtsleistung unter einen Hut bringt, die gibt es wirklich nur im High-End-Bereich. Mit 15,5 Kilo ist das Bike hier 1,5 Kilo schwerer als das Lightwell 303. Bergauf sind da ganz klar stramme Waden gefragt.
5.000 € sind immer noch jede Menge Geld. Und deshalb haben wir auch noch das Radon Slide Trail AL für unter 3.000 € dabei. Was bekommt man, wenn man 2.999 € auf die Ladentheke legt? Die erste Erkenntnis, man bekommt etwas weniger Federweg. Aber das ist auch gut so. Denn wenn ich in der Preisklasse ein Bike mit 160 mm Federweg oder mehr haben will, dann geht das Gewicht wirklich deutlich über die 16 Kilo Grenze. Lange Touren machen damit dann wirklich keinen Spaß mehr. Mit 15,6 Kilo ist das Bike nur 100 Gramm schwerer als das deutlich teurere Canyon Spektral. Der Anstieg bleibt damit natürlich ein gutes Stück Arbeit, aber er bleibt aus eigener Körperkraft schaffbar. Es hat einen simplen Alurahmen, ordentliche Reifen und eine wirklich solide Bremsanlage. Und bergab ist es dem Orbea Laufi aufgrund seines gefederten Hecks einfach überlegen. Auch wenn es Hinterbauten gibt, die mit Sicherheit ausgetüfteltere Kinematiken haben und vor allem sensibler ansprechen, ebnet das Radon Slide Trail die groben Schläge auf dem Trail ein. Die Fox 36 Gabel in der Performance-Version hat weniger Einstelloptionen als die teureren Gabeln von den anderen beiden Fullies, funktioniert auf dem Trail aber trotzdem sehr gut. Bei der Geometrie könnte das Tretlager einen Ticken tiefer ausfallen, aber das ist jetzt auch kein so gravierender Punkt, dass man sagen würde, lass die Finger von dem Bike. Denn eins ist klar, beim Fully für unter 3.000 € darf man null Innovation erwarten und man muss bereit zu Kompromissen sein. Bergab fährt das Canyon Spektral mit Sicherheit schneller, aber trotzdem kann man mit dem Radon Slide Trail eine gute Zeit mit seinen Kumpels auf dem Trail verbringen. Langfristig gesehen muss man natürlich sagen, dass hier etwas mehr Kosten für die Ersatzteile fällig werden. Die weichen Sunringle Systemlaufräder zum Beispiel sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie harte Impacts gut überleben. Das einzige Bike, bei dem man weder bergab noch bergauf einen Kompromiss eingehen muss, ist das Lightwell 303 für über 8.000 €. Wenn man weniger Geld ausgibt, wird es entweder schwerer oder der Abfahrtsspaß sinkt auf dem Trail. Je geringer das Budget für das neue Mountainbike ausfällt, desto größer muss die Kompromissbereitschaft vom Fahrer sein. Aber Bikes wie das Orbea Laufi und das Radon Slide Trail AL zeigen auch, dass ein geringes Budget kein Hindernis ist, wenn man den Spirit des Mountainbike-Sports an Hotspots wie hier im Finale erleben will. Und zum Schluss noch ein ganz persönlicher Tipp. Wenn euer Budget unter 2.500 € liegt, dann lasst die Finger von einem Fully. Holt euch ein vernünftiges Trailhotel wie das Orbea Laufi oder das Rose Bonero. Die Bikes sind nicht nur hochwertiger ausgestattet, sondern ihr habt damit aufgrund dem fehlenden Dämpfer auch weniger Ärger in der Werkstatt und sie sind einfach deutlich leichter als die Fullies. Wenn ich nämlich ein Bike mit über 16 Kilo 1000 Höhenmeter den Berg hochtreten will, dann bin ich oben so K.O., dass ich bergab nicht mehr viel Spaß haben kann. Und mit den leichteren Bikes hat man unterm Strich dann doch mehr Spaß.